Ich hatte auf diese Höhle in 2 Videos bereits hingewiesen. In diesem Video will ich die Höhle nun komplett erkunden und zeige dir alle Geheimnisse, die ich zum heutigen Spielstand gefunden habe. Auf der Karte zeige ich dir meine aktuelle Position. Ich wurde gebeten, meine Spielfigur anzeigen zu lassen. Da dieses Video zu lang ist, um ein Short zu werden, kannst du auch die Position meines Mauszeigers rechts erkennen. Du siehst, ich lese jeden Kommentar unter meinen Videos und setze Wünsche auch gerne um. Wenn du also Fragen zum Spiel hast oder dir etwas in dem Video auffällt, dann nutz gerne die Kommentarfunktion unter den Videos. Im Video zum einfachen Weg über die Hohe Mauer, um in den Gemüsegarten zu gelangen, hatte ich diesen Höhleneingang das erste Mal erwähnt. Das Video verlinke ich dir unter dem i oben rechts. Dann noch der Hinweis, dass es sich lohnt, meinen Kanal zu abonnieren. So verpasst du kein weiteres Video mehr mit Tipps und Tricks rund um Grounded 2. Da wir eine Höhle erkunden, solltest du ausreichend Fackeln und andere Lichtquellen dabei haben. An manchen Stellen, gerade im Wasser, wird es echt dunkel. Und da das Wasser auch noch diese grüne, ätzende Brühe ist, solltest du nicht zu viel Zeit im Wasser verbringen. Ein paar kleine Skorpione haben sich's in dieser Höhle gemütlich gemacht. Die sollten für den Anfang kein großes Problem darstellen. Wenn du in das Loch fällst, kannst du über die Rampe einfach wieder nach oben gelangen. Es gibt von hier auch nur einen Weg, sodass du dich nicht verlaufen kannst. So richtig viel Loot stellt diese Höhle nicht zur Verfügung. Dennoch sollte dein Rucksack nur die notwendigsten Dinge beinhalten, damit du keinen Loot zurücklassen musst. Hier in der Ecke findest du einen robusten Marmor, damit du deine Waffen und Rüstung verbessern kannst. In der gesamten Höhle findest du immer recht viel Leben, aber ob man sich damit seinen Rucksack vollladen muss? Der nächste Kampf steht an. Ein Zwickswack-Ohrenwurm liebt hier unten. Schaue auch sicherheitshalber mal an die Decke, dort warten sie gerne auf kleine, zarte Teenager wie dich, um dann zum Angriff überzugehen. Zudem habe ich noch eine vergrabene Kiste gefunden. Wenn du zu vergrabenen Loot Fragen hast, dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Zudem gibt es hier den erwähnten Lehm und auch ein paar spröde Quarzite, die du in bedarfsgerechte Stücke hämmern kannst. Der weitere Weg führt durch das Plastikrohr, das leider mit der ätzenden Flüssigkeit gefüllt ist. Warum das so ist, erklärt sich gleich. Ein Video zu dem ätzenden grünen Zeug verlinke ich dir wie immer unter dem i. Es ist also sinnvoll, dass du jetzt die Mutation saure Sinne auswählst. Diese schaltest du frei, wenn du einen von den sauren Klumpen futterst. Wenn du 10 solcher Klumpen gefuttert hast, dann erreicht die Mutation die Stufe 3. Das hat in dieser Höhle einige entscheidende Vorteile. Denn wenn du in diesem ätzenden Wasser schwimmst, dann steigt deine Ätzendleiste oben an. Erreicht die ihr Maximum, dann fangen deine Rüstung und deine Fackel an sich zu zersetzen. Und es wäre doch schade, wenn du gleich nackt gegen einen Rostkäfer kämpfen willst oder deine Fackel mitten im Rohr dunkel wird. Daher hole dir deine Mutation. Und wenn du nicht genug saure Klumpen hast, in dem Video zum Marienkäfer, das ich dir wieder oben rechts verlinke, zeige ich dir eine Stelle, wo du recht viele dieser sauren Süßigkeiten abbauen kannst. Mit der Mutation Stufe 3 wird der Schaden durch die ätzende Substanz deutlich reduziert und deine Kleidung wird geschützt und nicht zersetzt. Da soll noch einer sagen, dass das Futtern von Süßigkeiten keine Vorteile hat. Wenn ich so weitermache, mutiere ich noch zu einem Gummibärchen mit weißer Schokoladenfüllung. Wenn du durch das Rohr schwimmst, solltest du die Decke im Auge behalten. Denn der Ausstieg aus diesem Rohr ist mal wieder ein Bruch im Rohr. Allerdings lohnt es sich, einfach mal weiter bis zum Ende zu schwimmen. Denn da warten ein paar Quarzite auf dich. Allerdings solltest du deinen Luftvorrat im Auge behalten. Da das Wasserbiom erst mit dem nächsten Update kommt, haben wir auch noch keine Rüstungsteile, die dir eine längere Luftkapazität geben. Da dieses Rohr sehr tief im Wasser liegt, ist der Weg an die lebensrettende Wasseroberfläche recht lang. Also lege es sicherheitshalber nicht darauf an und bedenke, dass Sauerstoff wesentlich wichtiger ist für Teenager als Quarzit in der Tasche. Auf dem Weg nach oben kannst du an den Wurzeln hängen bleiben. Das Landschaftsdesign ist wieder recht schön. Hier unten übrigens habe ich ein Licht gesehen. Als ich dem zu nahe kam, verschwand meine Wille unter der Karte und musste mit völliger Selbstaufgabe den Weg zurück auf die Spielwelt finden. Auch das kannst du dir ersparen. Das Video dazu, wie so oft, unter dem i. Wir sind nun an der Wasseroberfläche angekommen und endlich wird das Bild wieder etwas heller. Hier läuft übrigens das Kabel für das deutsche Internet durch, also nicht wundern, wenn mal wieder alles ätzend langsam ist. Du kannst das Kabel aber gut nutzen, um aus der Brühe herauszukommen. Links ist eine kleine Landzunge, auf der ein Rostkäfer sitzt. Wofür genau diese Düsterpilze sind, habe ich noch nicht herausgefunden. In der Datenbank finde ich derzeit keinen Verwendungszweck für das Item. Aber im Zweifel kann man sich schon etwas davon ins Lager legen. Wenn man es braucht, hat man es wenigstens schon. Du kannst jetzt durch die Höhle laufen und, wenn du das geschickt machst, kommst du mit dem Wasser nicht mehr in Berührung. Hier siehst du auch den Grund, warum das Wasser so ätzend ist. Eine Dose mit diesen grünen Süßigkeiten ist hier im Wasser aufgegangen und das Zeug hat sich aufgelöst. Den Behälter nehme ich gleich als Orientierungspunkt, denn hier gibt es 2 verschiedene Wege aus der Höhle raus. Natürlich zeige ich dir beide Wege. Ist dir das Rohr rechts neben der Dose aufgefallen?
Ich zeige dir, was es mit diesem Rohr auf sich hat und du kannst dann entscheiden, ob es sich für dich lohnt, auch hier mal vorbeizuschauen. Der Weg ist nicht lang und es ist nur ein kurzer Abstecher. Diese Leuchtstäbe sind hier übrigens gar nicht schlecht. Du kannst dir damit für leider nur kurze Zeit deinen Weg zusätzlich beleuchten. Auch könnte man darüber nachdenken, ob man hier nicht diese Firefly Headlamp verwendet. Muss ich mal testen, ob diese eine bessere Ausleuchtung bietet im Gegensatz zur Fackel. Ob bei dem Schwimmversuch vom Mitarbeiter 417 das Wasser auch schon ätzend war? Leider hat es diesen Menschen an diesem ungastlichen Ort zerlegt. Am Mittwoch will ich dem Mitarbeiter ein eigenes Video widmen. Daher hatte ich ihn leider schon gelootet. Da du dir das längere Video antust, solltest du aber erfahren, was er in seinen Taschen hatte. Du kannst bei ihm zweimal Blaubeerverband, einmal Reparaturkleber, dreimal Fussel looten. Wenn du das Short zu diesem Mitarbeiter am Mittwoch nicht verpassen willst, dann denke an das Abo für meinen Kanal. Und wenn du schon dabei bist, dann gib diesem Video gerne auch einen Daumen rauf oder schreibe deine Kritik in die Kommentare. Wir sind wieder aus dem Loch herausgeschwommen und laufen weiter durch die Höhle. Es findet sich noch Lehm und weitere Pilze. Ich zeige dir jetzt die Position der Dose, damit du erkennen kannst, welchen der beiden Ausgänge ich jetzt nutze und wohin dieser Ausgang führt. Ich hatte schon erwähnt, dass diese Höhle gar nicht so viel Tolles aktuell bietet. Es ist ein Verbindungsgang zwischen verschiedenen Bereichen im Gewächshausbiom. Und damit haben wir einen weiteren Durchgang von der alten in die neue Spielwelt. Somit hast du jetzt die Wahl zwischen 4 verschiedenen Wegen, um die große Mauer zu überwinden. Auf dem Weg nach draußen ist mir kein Insekt entgegengekommen. Das muss aber nicht heißen, dass du hier wirklich sicher bist. Wir hatten es schon öfters, dass euch eine Wolfsspinne begrüßte, während ich entspannt meinen Weg laufen konnte. Wir kommen unter dem Keimlingbehälter raus, der sich im Gewächshaus befindet. Hier in der Nähe habe ich einen Peitschen-Ohrenwurm gesehen, der mit anderen Insekten im Clinch liegt. Es ist wirklich erstaunlich, wie aggressiv manche Insekten sind. So etwas will man nicht in seiner Nachbarschaft haben. Die Karte zeigt wieder meine Position und die Koordinaten. Das Gewächshaus bietet sehr viel Material für ein eigenes Video. Daher gehe ich in diesem Video nicht weiter auf diesen Ort ein. Also schauen wir uns die Höhle, um die es heute gehen soll, weiter an. Daher auf zurück in die große Höhle. Mal so nebenbei, wenn diese grüne Süßigkeit so ätzend sind, müssten dann unsere Teenager nach dem Genuss von diesem Zeug nicht starke Verätzungen haben? Der Rückweg ist leider genauso langweilig, aber wenn wir zurück in der Höhle sind, können wir die Wurzeln nutzen, um sicher über das Wasser zu kommen. Es ist auch nicht tragisch, wenn man mal aus Versehen mit der Fußspitze in der grünen Brühe landet. Es dauert immer ein wenig, bis die Ätzenanzeige voll aufgeladen ist und die schlechten Effekte einsetzen. Hier wartet noch ein spröder Quarzit auf dich und wenn du diese Brücke hier benutzt, dann könntest du noch einen kurzen Abstecher machen, um dir etwas Lehm zu holen. Mehr ist aber in der Höhle nicht zu finden. Ich zeige dir aber wieder die Dose, damit du einschätzen kannst, wo der zweite Ausgang zu finden ist. Auch hier ist wieder ein ereignisloser Gang, den wir nutzen können. Damit gelangen wir an einen Ort außerhalb des Gewächshauses. Eine fette Grille pennt hier ihren Rausch aus. Sammelst und nutzt du die Tierkarten, um dich auf größere Kämpfe besser vorzubereiten? Auch hier zeige ich dir wieder die Karte und meine Position. Damit ist die Höhle zwar kein guter Loot-Bereich, aber immerhin eine Möglichkeit, schnell von der einen zur anderen Seite zu gelangen. Und je nachdem, welchen Gang du nutzt, kannst du so einige Minuten an Laufwegen und auch einige Kämpfe sicher abkürzen. Es könnte auch sein, dass in einer späteren Entwicklung des Spiels diese Höhle noch mehr zu bieten hat. Auf der Landzunge beim Rostkäfer kommt mir das Wurzelwerk so vor, als ob da später mal ein weiterer Eingang oder noch eine Bonushöhle eingebaut wird. Sollte mir da etwas bekannt werden, gebe ich das natürlich in Form eines Videos weiter. Daher nochmal mein Aufruf, diesen Kanal zu abonnieren. Ich hoffe, dass dieses Video unterhaltsam und hilfreich war, was du gerne durch einen Daumen rauf signalisieren kannst. Und jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß bei Grounded 2.